Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad gerade in Bolivien unterwegs und heute grüße ich vom Titicacasee. Und außerdem versuche ich durch die abgebrannte und blockierte Grenze nach Peru zu kommen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, am Ende des letzten Videos Road to Titicaca, Folge 110, hat mir Erik die Tür aufgemacht. Und ihr habt euch vielleicht gewundert, seid ihr nicht zusammengefahren? Schon, aber ich hatte noch ein paar Fotos gemacht und dann hat mich Google einen interessanten Weg durch Copacabana geführt. Buenas tardes. Wirklich? Ist klar. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Oh. Solche Wege schlägt Google vor. Ganz toll. Aber auch hier geht's. Oh, jetzt hänge ich hinten fest. Scheiße. Schachmatt. Okay. Oh, fuck. Okay, okay. Das wäre geschafft. Ein Stück zurück. Vielleicht kann ich sie auch suchen. Oh, ich kann es nicht halten. Kriege ich den Ständer jetzt nicht runter, ne? Nee, keine Chance. Oder? Doch. Vielleicht kann ich sie ein bisschen rumziehen. Ich muss das rausziehen. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Okay. Boah, ist das schwer. Bin ich so eingekeilt. Meine Güte. Okay. Hab ich geschafft? Oh, das ist alles so anstrengend auf 4000 Metern. Guten Morgen. Wie man vielleicht sieht, befinde ich mich auf einem Wasserfahrzeug. Ja, es wird ein Ausflug gemacht, also man ist hier, Natur ist das Ding am Titicaca Lake und eben Copacabana, hier dieses Örtchen. Und man kann von hier aus Ausflüge machen zur Sonneninsel und zur Mondinsel. Und das machen wir. Und zwischendrin besuchen wir noch so eine Insel, die auf so Stelzen gebaut ist. Ich bin sehr gespannt. Das einzige Problem ist im Moment, das Wetter sieht nicht so gut aus. Es war gestern wahnsinnig warm, Sonnenschein, deswegen habe ich heute einen Layer ausgezogen. Aber naja, ich bin gespannt, wie es wird. Ja, schauen wir mal.
Mittlerweile ist die Sonne draußen, es ist schön warm, blauer Himmel. Und jetzt sind wir 1,5 Stunden Boot gefahren und sind jetzt auf der Isla de la Luna, die Mondinsel. Ist wohl wegen ihrer Form nach dem Mond benannt. Und hier gibt es so Inka-Tempel. Hier ist so ein Guide, der hat gesagt, das sind keine Inkas, das sind Aymaras. So. Ja, es sind so ein paar Tempel zu sehen oder Ruinen. Und ansonsten Insel, kleine Insel. Ja, ein paar Informationen noch zum Titicacasee. Es ist der größte Süßwassersee Südamerikas und der höchste mit Schiffen befahrbare See der Welt. Liegt ungefähr auf 4000 Metern und Bolivien und Peru teilen sich den See. Also die Grenze geht quasi in der Mitte durch. Und ja, jetzt sind wir hier und danach geht's dann noch zur Sonneninsel. Isla de Sol. Landschaftlich ist es hier auch wieder schön. Isla del Sol. Hier gibt es auch so Ruinen. Und ich hatte auch gelesen, dass der Titicacasee die Wiege der Inka-Kultur ist. Und jetzt, wo ich hier stehe, ist es auch hier hinter mir, ist Bolivien. Und auf der anderen Seite ist Peru. Und es ist schon relativ nett hier. Also da, wo Erik jetzt steht, sind die ersten Inka erschienen. Das ist die Wiege der Inkas hier. Und man kann eben seine... Ja, die hatten so einen magischen Stab dabei, so ähnlich wie Erik. Ich weiß nicht, ob er auch von GoPro war, aber... Ja, wahrscheinlich. Ja. Immerhin, das sind Götter, die nehmen schon Markenzeug. Ja, natürlich. Und man kann hier seine Hände so gegen den Felsen halten und dann sich wünschen, dass man in den Himmel kommt. Und es gibt halt Energie und so. Ja, und mit diesem Stab, den hatten die eben dabei und haben den dann immer hier in den Boden gesteckt oder gestellt. Und dann ist er hier umgefallen und bis sie halt den richtigen Ort gefunden haben, wo er stehen geblieben ist. Und da wurde dann Machu Picchu gebaut, da drüben in Peru. Es ist hier echt schön, aber was ein bisschen nervig ist, dass man hier auf jeder Insel muss man nochmal Eintritt bezahlen und dann wird einem der Guide also aufgedrängt sozusagen und dann muss man da auch nochmal bezahlen und ja, am Endeffekt ist es dann so, zahlt man nochmal so viel Eintritt und Guidegebühren, wie man für die ganze Tour schon bezahlt hat, was einem halt vorher auch nicht gesagt wurde. Das ist ein bisschen nervig. Ich will ja eigentlich, ich will das gar nicht mit dem Guide, ich will ja einfach nur rumlaufen. Und
Ja, das geht aber quasi nicht, sondern man wird genötigt, das zu bezahlen. So, letzte Station ist hier so ein Floß und es ist so nachempfunden. Es gibt auf der peruanischen Seite, ich glaube Orurus oder so heißen die, die wohnen seit Menschengedenken auf dem See, auf so Bast, also die haben das sich so zusammen gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen anders als hier, aber das ist eben so nachempfunden. Hier ist es einfach nur ein Restaurant, wo man jetzt Forelle essen kann. Ja, hier sieht man auch ein paar Forellen. Man hat auch da vorne schon gesehen, da haben sie das Forellenbecken. Und hier sieht man auch, es gibt irgendwie 2 verschiedene Arten hier. Hier sind zumindest eine schwarze und eine goldene drin. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich bin jetzt mal hier runtergegangen, weil ich die Toilette suche. Und es gibt tatsächlich Leute, die hier ins Wasser gehen. Durchschnittstemperatur des Titicacasees 7 Grad. Also mutig. Ja, hier gibt es tatsächlich sowas wie einen Strand. Und da ist unser Boot. Schön ist es halt schon. Sehr, sehr schön, muss man sagen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und noch ein kleines Fazit zum Ausflug auf die Inseln. Man muss sich darauf einstellen, wenn man die Tour macht, die ich mache, dass man sehr, sehr viel Boot fährt. Also man hat jeweils eine Stunde Zeit auf den 3 Inseln, 3 Stunden, aber man fährt 6 Stunden Boot oder so. Was bestimmt ganz cool ist, wenn man auf den Inseln übernachtet, das haben mir auch Leute erzählt, habe ich jetzt nicht gemacht. Gut, ist so. Dafür habe ich hier Hasenbegleitung und wie ihr seht, habe ich aufgeladen, aber die BMWs stehen da noch im Schlafmodus. Ich hoffe, man kann mich hören, ist ein bisschen windig. Hier auch mit den guten alten Lone Rider Taschen. Das heißt, ich fahre heute alleine nach Peru. Es ist mir sicherer, mein Visum läuft bald aus und ja, die sagen, man kann Samstags, Sonntags und Montags kann man rüberkommen. Unter der Woche ist zu, die Grenze ist blockiert. Und es gibt noch ein paar mehr Unwägbarkeiten, die erzähle ich auf dem Weg. Ich will das dann jetzt nicht riskieren, dass ich noch eine Woche hier bleibe und dann nächste Woche das versuche und dann hat sich irgendwie geändert. Das kann sich halt auch jederzeit ändern, diese Proteste. Hier ist übrigens noch eine Harley Davidson aus Uruguay. Ja, ich gehe mich jetzt noch verabschieden und dann schwinge ich mich in den Sattel. So, hier wird gearbeitet. Ja, ich bin soweit. Ich würde mich verabschieden. Das ist sehr schade, Putin. Es war sehr schön. Oh, da wird telefoniert. Genau, ich verabschiede mich jetzt noch privat und dann melde ich mich vom Sattel aus. Ciao. Jetzt geht's zur Grenze, das ist wohl nur eine Viertelstunde von hier und es ist eben so, dass unter der Woche Blockaden sind. Also es waren ja diese Proteste in Peru, da war ja auch Machu Picchu zu, ich weiß gar nicht, ob die den offen hatten wieder und also richtig mit Kämpfen und Feuer und so weiter. Und das ist jetzt alles, also die haben dann irgendwann das Militär rausgeschickt und jetzt ist das alles beseitigt, das ist alles wieder okay. Außer hier um den Titicacasee. Hier gibt es noch Blockaden und auch vor 2 Wochen sind hier 6 Soldaten irgendwie ums Leben gekommen. Also da geht schon zur Sache. Ja, aber eben, oh, was ist hier wieder?
Jetzt waren wir hier, Samstag, Sonntag und Montag. Also ist wohl keine Blockaden. Also da kann man durchfahren. Also sind das so gelbe Punkte, das heißt mit Restriktionen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und es ist so, dass bolivianische Seite ist alles okay, weil das ist ja also auf peruanischer Seite, die Proteste. Also man kann ausreisen, aber der Grenzposten wohl von Peru, den haben sie wohl abgefackelt. Also den gibt es nicht mehr. Das haben sie hier erzählt. Das heißt, man muss nach Puno, das ist die nächste Stadt, fahren und sich da dann irgendwie immigrieren. Also zum Zoll fahren, das Motorrad anmelden und dann zur Migration fahren und eben seinen Passstempel abholen. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Ich habe jetzt hier 10 Leute gefragt und ja, die wissen es alle natürlich immer nur so ungefähr, aber sie sagen, sie wissen das ganz genau. Und ich meine, es fahren ja auch Busse und so also die Backpacker, die fahren schon auch nach Peru und so, ja, zumindest am Wochenende. Aber ja, keine Ahnung. Es gibt auch unterschiedliche Informationen. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich zur Grenze komme. So, leider war ich etwas optimistisch. Noch bevor ich die Grenze erreiche, erreicht mich der Regen. Ja, da hinten regnet es heftig. Und wenn ich jetzt, ja, ich denke, ich könnte vielleicht noch bis zur Grenze fahren. Aber wenn die Jeans einmal nass ist, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen packe ich den Scheiß jetzt wieder aus und ziehe mein Regenzeug an. Ach ja, es regnet so gut wie nie oder sehr wenig am Titicacasee. Ich weiß auch nicht. Gestern war es okay oder sehr, sehr schön, aber sonst hat es halt schon geregnet. Aha, Kasani, das ist der Ort, wo die Grenze ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Sí. Gracias. Also hier kann ich schon mal durch. Da steht ein französisches Ding. Ah ja, ja, okay. Sie. Hier ist auf jeden Fall so eine Schranke. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das nehme ich mit, der Rest bleibt hier. So, will ich den nicht so lange warten lassen, er im Regen steht. Muchas gracias, perdón. So, es regnet und es hat 10 Minuten gedauert. Das war das Einfachste von der Welt. Die waren locker. Kommst du zurück nach Bolivien? Ja, ich würde ja gerne bleiben, aber mein Visum läuft aus. Ja, es läuft aus, du hast recht. Habe ich gesagt, naja, nächstes Jahr vielleicht. Und die sagen, in Puno muss ich zur Migration und zum Zoll gehen. Was ist jetzt hier? Ah, da? Ah, hier kommt man wohl nicht durch. Ist das das Ding, was sie abgefackelt haben? Okay. Ah, da muss ich durch. Hier ist blockiert. Was ist das hier?
besten ohne sich aufs Maul zu legen, wäre schön. Hoppel, hoppel, hoppel. Uff. Aha. Oh, jetzt regnet es natürlich richtig. Das ist hier Peru Nummernschild. Ui, 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 ui. Cambios, da muss ich auf jeden Fall hin. Gehe ich mal hier. Ich muss Geld wechseln. Ich bin in Peru. Jetzt heißt es 2,5 Stunden weiterfahren nach Puno. Ich habe gehört, in Peru fahren sie noch schlimmer als in Bolivien oder wahrscheinlich ähnlich. Hier ist jetzt rot, warum weiß man nicht genau. Ob man das ernst nehmen muss oder nicht. In Bolivien wäre es scheißegal. Weiß ich jetzt auch nicht. Ach, grün. Okay, einmal drüber. Und jetzt, ich glaube, hier so. Oh, es regnet so stark. Und dass ich das Pinlock nicht mehr habe, immer wenn es regnet, kann ich nichts sehen. Naja, deswegen muss ich das Visier offen haben und dann wird der Helm innen nass und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie schön es ist. Und es ist halt nicht so warm, ne, wie man sich, es sind irgendwie 10 Grad oder so. Ey. Eieiei, Stinker. Was haben wir hier? Gasol. Stehen keine Preise drauf. Aber Motorräder. Ist da was? Nicht? Keine Ahnung, wie das hier in Peru läuft. Jamie hat mir erzählt, hier ist wieder nichts mit rumdiskutieren, sondern es gibt einfach Benzin. Und wenn ich nicht ganz falsch geguckt habe, ist 1 Euro, ich habe natürlich so eine Währungs-App, 1 Euro sind 4 peruanische Soll. Das heißt, wenn es stimmt da hinten, 19, 4 Euro? Das kann nicht sein. Ich bin mal gespannt. Aha, sie macht da jetzt die Klappe hoch. Aha. Und ich hoffe einfach, dass das Benzin hier besser ist. Deswegen habe ich jetzt hier nicht mehr in Bolivien getankt. In Bolivien ist es wahrscheinlich billiger, aber ich hoffe, dass ich hier einfach bessere Qualität habe. Weil 90 Oktan wäre halt schon mal ganz cool. Sí, está bien. ¿Ahí nomás? Está bien. Gracias. Das sind jetzt 12 Euro für 2,5 Gallonen. 2,6 Gallonen. Keine Ahnung, wie viel eine Gallone ist. Ah, muchas gracias. Was ist das jetzt für eine? Ich check's hier noch gar nicht. Ah, einen. Okay. Okay, Benzin habe ich, Geld habe ich. Was braucht man noch? SIM-Karte. Und natürlich muss ich mich noch einschreiben in Peru. Und da habe ich auch gelernt, habe ich schon in Brasilien gelernt, erst zur Migration, also erst den Passstempel, dann den Motorradstempel. Andersrum geht nicht. Und was ich noch von der Grenze erzählen kann, die aus Peru kommen, die müssen sich natürlich auch erst in Puno ausstempeln. Und da waren Backpacker, 2 verschiedene Gruppen, die hatten das nicht gemacht und die haben dann gesagt, naja, kannst du nicht einreisen in Bolivien. Das heißt, die müssen dann wieder 3 Stunden zurückfahren nach Puno, sich den Stempel holen und dann wiederkommen. Also der Tag
Heute ist gelaufen. Also hier sieht man schon noch so Blockadenreste und eben unter der Woche ist dann hier dicht. Hier sind immer so Reste von Blockaden oder morgen ist er wieder dann. Ist auch witzig, dass die bei diesen Protesten Wochenenden Pause machen. Ja, sind auf dem Weg ungefähr 100 Blockaden und hier sieht man auch noch so ein verbranntes Auto. Und ich habe mittlerweile festgestellt, in Peru ist eine andere Zeit, eine Stunde früher. Und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt hier natürlich zig Tankstellen auf dem Weg, das wusste ich natürlich nicht. Aber die haben dann auch irgendwie 95 Oktan, 97 Oktan. Ich überlege jetzt, wenn ich ein bisschen gefahren bin oder in Puno, dass ich da einfach mal ein bisschen mehr noch, also hohes Oktan reinballer, weil 90 ist jetzt auch nicht so viel. Das ist hier nichts für mich, glaube ich. In Bolivien waren ja diese ganzen Hauptstraßen frei für Motorräder. Hier ist eh keiner. Ist auch ausgeburnt. Holy shit. Bienvenidos a Puno. Meine Güte. Das ist auf jeden Fall deutlich größer als Copacabana. Aber ich glaube, muss noch über diese Bucht rüber oder so. Ich weiß nicht so genau. Für mich geht es natürlich jetzt als allererstes zur Migration. Passstempel. Also das Gebäude hinter mir ist die Migration, aber ich kann natürlich hier keinen Stempel bekommen, sondern es ist am Hafen, hat er jetzt gesagt. Und jetzt ist 13:30 oder 12:30 Uhr, muss ich gleich nochmal schauen, 13:30 Uhr, 12:30 Uhr, weiß ich nicht genau, wegen der Zeitumstellung. Aber ab 15 Uhr sagt er erst. Oder so. Was ist das? Also ich habe jetzt Hotel gefunden. 12 € mit Frühstück, 3 Bettzimmer, also ich habe ein Doppelbett und ein Einzelbett. Ist okay, eigenes Bad. Ja, bin zufrieden. Einziges Problem ist natürlich, sind wir hier in der Stadt und es gibt keine richtigen so Parkplätze. Das ist die Tür vom Hotel, Olimpo. Und das Bike muss heute Nacht da rein. Und das sind halt, ihr seht, die Stufe ist so fast kniehoch. Ich bin mal gespannt, ob die da so eine Rampe haben. Die haben gesagt, ja, ist kein Problem, kriegen wir da rein. Ich so, ja, gut. Ja, also es ist dann die Stufe und dann direkt noch eine Stufe und dann kommen noch 2 Stufen. Aber gut. Ich habe vorsichtshalber schon mal mein ganzes Bike abgeladen, damit es möglichst schlank und leicht ist. Und jetzt habe ich zwar noch eine Stunde Zeit. Es gibt 2 Aufgaben, die ich noch machen will. Ich weiß nicht, ob ich das vorher noch schaffe, aber SIM-Karte und was essen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen, außer Kaffee getrunken. Deswegen fahre ich jetzt mal zum Hafen und gucke mir das an. Ich will dann um 3 pünktlich da sein, irgendwie nur von 3 bis 5 offen und ich muss dann nachher auch noch zum Zoll. Also das ist die Migration, da sind schon Backpacker davor.
wie der Typ gesagt hat, um 3. Ansonsten ist es ganz nett hier. Während ich jetzt hier warte, habe ich hier was zu essen bestellt. Pollo alla plancha. So, Passstempel habe ich. Ich konnte jetzt da nicht großartig noch. Ich habe 2 Fotos gemacht, aber das dauert natürlich alles. Das sind 50 Leute. So, das hinter mir ist das Zollgebäude, um das Motor einzuführen. Und der Mann, der da steht, der hat das gemacht. Hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Das Passding hat eine Dreiviertelstunde gedauert, weil da so viel Backpacker waren. Aber total problemlos. 90 Tage bin ich jetzt Peruaner. So, hinter mir hier ist das Telefongeschäft. Ich habe jetzt auch eine SIM-Card. Erstmal 3 Gigabyte. Man muss sich dann so registrieren lassen mit dem Pass hier in Peru wieder, damit man das dann später an jedem Kiosk aufladen kann. Jetzt ist alles erledigt, ich bin angekommen. Ich möchte mich noch bedanken für die Unterstützung bei Oliver und Roland. Vielen, vielen Dank. Und mit den Bildern aus Puno sage ich ciao, ciao und willkommen in Peru.